Die überladenen Nussschalen samt Menschen und ihrer Hoffnung werden aufgebracht und wieder zurück auf den Ozean gedrängt, dort meist ihrem Schicksal überlassen. No way, keine Chance. Unter diesem Motto fährt Australien eine internationale Abschreckungskampagne, warnt in Bengalisch, Urdu, iranischem und afghanischem Persisch vor den Folgen illegaler Einwanderung. 3-Sterne-General Angus Campbell warnt mit böser Miene. Wenn Sie von See her ohne Visum in Australien einreisen wollen, werden Sie nie ankommen. Das gilt für jeden. Familien, Kinder, Kinder ohne Begleitung. Ausnahmen gibt es nicht. So brutal gibt sich ein Land, dessen Bevölkerungsmehrheit doch von Einwanderern abstammt. Australien nimmt tatsächlich jedes Jahr mehr als 100.000 Neubürger auf, die sich ordentlich um eine Aufenthaltserlaubnis beworben haben und nach einem Punktesystem ausgewählt werden. Je besser die Ausbildung, je mehr Geld jemand mitbringt, desto höher die Chancen auf einen australischen Pass. Das ist die Ironie der Sache. Australien ist ein Einwanderungsland. Deshalb ist es vielleicht schwer zu verstehen, warum wir so hart sind. Aber es gibt einfach zu viele Länder mit großen Problemen, vor deren Flüchtlingen wir uns schützen müssen. Diese Leute wollen sich ins Land reindrängeln. Sie haben ja offensichtlich genug Geld gespart, um die Menschenschmuggler zu bezahlen, während andere, die sich legal um Einwanderung bemühen, sich lange anstellen müssen. Das ärgert die Leute. Ich persönlich finde, wir sollten sie reinlassen. Wir haben doch genug Platz in Australien. Flüchtlinge, die ihre Dollars aus Verzweiflung der Schmuggelmafia in den Rachen geworfen haben, die will Australiens Regierung hier nicht haben und weist die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Im Land von No Worries, keine Sorge, ist heutzutage nur Hochglanzzuwanderung gefragt. Nur für die wird im Internet geworben. Wer weiß denn, wer das ist, der da mit den Booten kommt? Da kann man nicht hineinschauen. Flüchtlinge, die es doch irgendwie an Land geschafft hatten, werden gleich wieder weit weggebracht von australischem Boden. Selbst Kinder trifft das, die ohne Eltern auf der Suche nach neuer Heimat unterwegs sind. Die illegalen Boat People werden zumeist in Lager in Papua-Neuguinea oder hierher in den pazifischen Inselstaat Nauru geflogen. Australien hat mit beiden Ländern Abkommen, Flüchtlinge sozusagen zwischenzulagern. Monatelang, ohne viel Aussicht auf Erfolg für die Asylanträge, die sie stellen können. Wir wollen wissen, wie man in Kambodscha Fuß fassen kann und finden 2 Flüchtlinge aus Myanmar, die es uns erzählen können. Ich kann nur jedem raten, nicht hierher zu kommen. Was Australien vorhat, ist keine gute Idee. Meine persönliche Erfahrung, ich bin jetzt 4 Jahre hier und leide. Hier kann man doch kaum überleben. Mohammed bereitet den Teig für die Fladen vor, die er illegal verkauft. Denn er hat zwar einen Flüchtlingsstempel, aber sonst gar nichts. Auch keine Arbeitserlaubnis. So passt Kambodscha doch gut zu Australiens Abschreckungskampagne. No way, keine Chance für Flüchtlinge. Some people say that mass immigration into the United States can help reduce world poverty. Is that true? Well, no, it's not. And let me show you why. This gumball represents the 1 million legal immigrants that the United States has taken every year on average since 1990. Now, who in the world deserves our humanitarian compassion? The World Bank has one measure of the desperately poor of the world. They make less than $2 a day. And how many people make less than $2 a day in the world? Well, let's start with Africa. In Africa alone, there are 650 million people who make less than $2 a day. 650 million. And in India, another 890 million people, desperately poor. China adds another 480 million people.
making less than $2 a day. And unfortunately, the rest of Asia has a heartbreaking 810 million people who the World Bank says make less than $2 a day. And finally, there's 105 million of Latin America's population that are desperately poor. All told, the World Bank says there are 3 billion people in the world, 3 billion people who are desperately poor, making less than $2 a day. That's 3,000 gumballs. And every year, we take 1 million and suggest that we've somehow made a humanitarian difference. The plurality of people come from Mexico. And Mexico is poor. How many people in the world live in countries that have average incomes lower than that of Mexico? And the World Bank tells us that that number is these 3 billion plus another 2.6 billion people. 5.6 billion people in the world who live in countries with average incomes below that of Mexico. That's 5,600 gumballs. And so what is it that the elites are telling us? They're telling us that when we take this 1 million immigrants, that we somehow or another are tackling world poverty. The impossibility of making even a dent is actually worse than it looks here. Because last year, when we took 1 million immigrants, these countries added, births over deaths, 80 million more people into the impoverished population. And this year, Congress is bringing in 1 million legal immigrants. And this year, according to the United Nations, these countries are expected to add another 80 million people. And next year, you can be quite sure that Congress, unless stopped by the American voters, will bring in another 1 million immigrants. And these countries, unfortunately, will be adding another 80 million.